Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Laura, ich bin Deutschlehrerin und heute spreche ich über ein Thema, das so gut wie jeder kennt, der eine Sprache lernt, das Übersetzen im Kopf. Wenn du bei jedem Satz erst in deiner Muttersprache denken musst, bevor du auf Deutsch antworten kannst, kann das schnell frustrierend sein und deinen Lernfortschritt sogar bremsen. In diesem Video zeige ich dir, warum es wichtig ist, direkt auf Deutsch zu denken und wie du das schaffen kannst. Ich habe einige praktische Tipps für dich, die dir helfen werden, schneller und flüssiger Deutsch zu sprechen. Los geht's, let's go! Das Übersetzen im Kopf ist ein Prozess, den viele Lernende unbewusst durchlaufen. Man hört etwas auf Deutsch, übersetzt es innerlich in die eigene Sprache, formuliert eine Antwort und übersetzt das dann zurück ins Deutsche. Dieses Hin und Her ist aber problematisch und aus mehreren Gründen sogar hinderlich. Durch das ständige Übersetzen bist du langsamer und oft unsicherer, weil du ja in zwei Sprachen gleichzeitig denkst. Studien haben gezeigt, dass direktes Denken in der Zielsprache, also in diesem Fall Deutsch, das Gehirn entlastet und dir hilft, schneller und flüssiger zu antworten. Wenn du auf Deutsch denkst, bleibt dein Gehirn also fokussiert und spart wertvolle Zeit. Wenn du immer den Weg über deine Muttersprache gehst, bleibt dir das Gefühl für die deutsche Sprache verborgen. Im Deutschen sind Wortwahl, Struktur und Redewendungen oft anders als in anderen Sprachen. Wenn du dich beim Lernen nur auf Übersetzungen verlässt, dann kann es dir passieren, dass du nie wirklich in die Sprachlogik eintauchst. Und das macht es schwer, intuitiv die richtigen Wörter und Sätze zu finden. Forschungsergebnisse belegen, dass direktes Denken in der Zielsprache hilft, authentischere und auch natürlichere Sätze zu bilden. In vielen Sprachen gibt es Unterschiede in Grammatik und Satzbau. Wenn du dir also Sätze erst in deiner Muttersprache zurechtlegst, schleichen sich oft grammatikalische Fehler ein, weil die Strukturen und die Wortstellungen einfach nicht passen. Wenn du zum Beispiel Englisch oder Spanisch denkst, dann kommen dir Sätze wie morgen, ich habe eine Besprechung, vielleicht ganz normal vor, aber im Deutschen passt das nicht. Es ist also viel effektiver, wenn du dich direkt mit den deutschen Strukturen vertraut machst. Du siehst also, der Schlüssel ist, direkt auf Deutsch zu denken. Und sicherlich fragst du dich jetzt, ja, schön, aber wie? Wie kann ich das schaffen? Und genau das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Der erste Schritt, um das Übersetzen zu vermeiden, ist ganz einfach. Verwende Deutsch für deine kleinen alltäglichen Gedanken. Fang mit super einfachen Sätzen an, die du mehrmals am Tag verwenden kannst. Zum Beispiel, ich gehe jetzt in die Küche. Ich mache mir einen Kaffee. Heute Abend muss ich noch einkaufen. Das Ziel ist, dass du diese Sätze immer wieder auf Deutsch denkst, ganz automatisch, ohne dass du bewusst darüber nachdenken musst. Das hilft deinem Gehirn, sich an das Deutschdenken zu gewöhnen. Je öfter du diese Gedanken direkt auf Deutsch formulierst, desto natürlicher wird sich's für dich anfühlen. Das sogenannte Inner Speech Training ist eine Technik, bei der du deine Gedanken auf Deutsch formulierst, auch wenn du dabei still bleibst. Sprachwissenschaftler haben herausgefunden, dass das bewusste Formulieren von Gedanken in der Zielsprache das Gehirn in die Lage versetzt, immer schneller und intuitiver zu denken. Setz dir zum Beispiel jeden Morgen das Ziel, 10 alltägliche Sätze auf Deutsch zu denken. Denk an die Momente, in denen du allein bist, also beim Kochen, beim Spazierengehen, beim Zähneputzen. Mach dir bewusst, das ist meine Zeit, um auf Deutsch zu denken. Indem du solche inneren Monologe führst, trainierst du dein Gehirn darauf, Deutsch als die automatische Sprache für Gedanken zu sehen. Das kann ein wertvolles Training für die flüssige und spontane Anwendung der Sprache sein. Ein super effektiver Trick, um das Übersetzen zu umgehen,
ist es, Wörter direkt mit Bildern oder Konzepten zu verbinden, statt mit einem Wort in deiner Muttersprache. Was meine ich damit? Schau dir mal die folgenden Beispiele an. Wenn du an Apfel denkst, dann denk nicht an das Wort Apple oder Manzana, sondern stell dir einfach einen Apfel vor. Seine rote Farbe, seine runde Form, vielleicht auch seinen Geschmack. Indem du Wörter mit Bildern verbindest, gewöhnt sich dein Gehirn daran, das deutsche Wort direkt mit dem Objekt oder mit der Idee zu verknüpfen. Du machst dir also eine eigene visuelle Deutschwelt in deinem Kopf. Das hilft dir enorm, weil du so keine Zeit und Energie für die Übersetzung verlierst und schneller direkt auf Deutsch denkst. Schau dich doch einfach mal zu Hause um und nimm dir 10 Gegenstände, die du im Alltag oft siehst. Zum Beispiel die Tasse, der Stuhl, das Fenster. Sag dir dann bewusst die deutschen Wörter für diese Objekte, während du sie ansiehst und stell dir vor, dass sie von Natur aus Tasse, Stuhl oder Fenster heißen. Es wird dir helfen, Deutsch als deine Sprache zu empfinden, ohne immer an die Muttersprache zu denken. Es mag erstmal seltsam klingen, aber auch Selbstgespräche sind ein geniales Mittel, um flüssiger zu werden und um das Deutschdenken zu stärken. Warum? Weil du dabei ganz alleine bist und dich so ausprobieren kannst, ohne Druck oder die Angst, Fehler zu machen oder dass dich jemand korrigiert und dir zuhört. Wenn du zum Beispiel alleine durch die Stadt gehst oder zu Hause bist, beschreib einfach das, was du siehst oder machst. Ich gehe jetzt ins Wohnzimmer oder hier liegt mein Handy auf dem Tisch. Heute ist das Wetter schön. Geh auch noch einen Schritt weiter und füge Details hinzu. Sag nicht nur, ich gehe in die Küche, sondern ich gehe in die Küche, um mir einen Tee zu machen, weil ich mich entspannen möchte. So trainierst du, zusammenhängende Gedanken auf Deutsch zu formen und du lernst flexibler zu denken. Selbstgespräche sind also wie kleine Sprachworkouts. Mach sie jeden Tag und du wirst merken, wie flüssig du sprichst. Ein Tagebuch auf Deutsch zu führen, ist eine meiner Lieblingsmethoden, um Fortschritte zu machen. Es zwingt dich, deine Gedanken strukturiert und reflektiert auf Deutsch aufzuschreiben, ohne zu übersetzen. Schreib einfach ein paar Sätze über deinen Tag, über deine Gefühle oder deine Pläne. Also zum Beispiel, heute hatte ich einen anstrengenden Tag, weil ich viele Aufgaben erledigen musste. Oder ich freue mich darauf, morgen meine Freunde zu treffen und Kaffee zu trinken. Wichtig, versuch deine Gedanken direkt auf Deutsch zu formulieren, ohne zu überlegen, wie du es in deiner Muttersprache sagen würdest. Stell dir vor, du erzählst einem guten Freund auf Deutsch von deinem Tag. Je öfter du das machst, desto leichter wird es dir fallen, längere und komplexere Sätze zu schreiben. Dein Gehirn braucht jede Menge Input, um die Sprache zu verinnerlichen. Aber oft setzen wir uns gerade beim Medienkonsum unter Druck, alles verstehen zu wollen. Und das führt dazu, dass wir wieder in die Übersetzung zurückfallen. Der Trick ist hier, dass du dich nicht aufs Verstehen konzentrierst, sondern einfach die Sprache fließen lässt und sie ganz intuitiv aufnimmst. Wie geht das? Schau dir einfach eine Serie oder ein YouTube-Video an. Hör einen Podcast, aber nimm dir bewusst vor, nicht jedes einzelne Wort zu verstehen. Lass die Sprache einfach auf dich wirken. Dein Gehirn nimmt dabei das Musikalische der Sprache auf. Also die Satzstruktur, den Sprachrhythmus, die Melodie. So entwickelst du nach und nach ein Gefühl dafür, was sich natürlich anhört, ohne bewusst über die Bedeutung jedes Wortes nachzudenken. Mach auch das regelmäßig und du wirst bald merken, dass dir die Satzstrukturen immer vertrauter vorkommen. Auch Sprachnachrichten sind eine tolle Übung, um deine Gedanken direkt auf Deutsch zu ordnen. Wähl einfach ein Thema und sprich eine kurze Notiz darüber auf deinem Handy ein. Zum Beispiel, heute ist Montag und ich habe einige Pläne für die Woche. Oder,
Meine Lieblingsstadt ist Berlin, weil ich die vielen Cafés und Parks liebe. Ganz egal was. Warum das hilft? Du sprichst ohne Druck und du trainierst dabei, deine Gedanken fließend auf Deutsch zu formulieren. Und du kannst dir die Notizen, die Sprachnachrichten später anhören und kontrollieren, wie natürlich du klingst. Oder welche Sätze vielleicht noch holprig, also noch nicht so flüssig sind. So hast du die Möglichkeit, deine Fortschritte zu sehen und ganz gezielt an deiner Sprachfähigkeit zu arbeiten. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, dass du dir häufig verwendete Phrasen und Ausdrücke, sogenannte Chunks, als fertige Bausteine einprägst. Chunks sind nichts anderes als feste Wortverbindungen, also wie zum Beispiel, wie geht's dir? Das macht Sinn. Ich freue mich darauf. Indem du diese Bausteine wie ein ganzes Paket speicherst, lernt dein Gehirn, sie ohne Nachdenken einzusetzen. Studien in der Sprachdidaktik zeigen auch, dass das Lernen in Chunks das Sprachverständnis und die Flüssigkeit verbessert, weil du nicht jedes Mal die Wörter neu zusammensetzen musst. Das hilft, dein Deutsch natürlicher und fließender zu machen. Also, wenn du das nächste Mal Deutsch lernst, fang an, dir Phrasen als Einheiten zu merken und nicht nur einzelne Vokabeln. Die Immersionsmethode hat sich in der Sprachforschung als besonders effektiv herausgestellt. Sie besagt, dass man die Zielsprache, also hier Deutsch, möglichst oft und in realen Kontexten verwenden soll, um direktes Sprachdenken zu fördern. Das Ziel ist, dass Deutsch zu einem Teil deines Alltags wird, egal ob beim Lesen, Hören oder Sprechen. Und so kannst du das im Alltag umsetzen. Lies kurze Texte oder Nachrichten auf Deutsch. Schau Serien, hör Podcasts oder Radiosendungen auf Deutsch, am besten ohne Untertitel. Lass deine Geräte, also dein Smartphone, deinen Computer auf Deutsch eingestellt. Tauche also regelrecht in die Sprache ein und umgib dich so viel du kannst und so oft du kannst mit deutschen Inhalten. Wichtig ist aber, dass du dich nicht unter Druck setzt, alles zu verstehen, sondern die Sprache in dein alltägliches Denken einfließen lässt. Diese Methode wird übrigens auch in bilingualen Schulen angewandt und hilft, dass Sprachlernende schneller in die fremde Sprache eintauchen und das Denken in der Zielsprache automatisch einsetzen. Eine weitere Methode, die auch wissenschaftlich belegt ist das sogenannte Schattensprechen bzw. die Shadowing-Technik, die du vielleicht auch schon aus einigen unserer Videos kennst. Dabei hörst du dir einen Satz auf Deutsch an und sprichst ihn laut nach, sozusagen als Schatten. Und durch dieses Echo-Üben merkst du dir nicht nur die korrekte Aussprache, sondern auch den natürlichen Sprachrhythmus und die Sprachmelodie. Wie funktioniert das? Wähl einen Podcast oder ein YouTube-Video auf Deutsch. Zum Beispiel eins unserer Videos, in denen wir gezielt mit dieser Methode arbeiten. Ich verlinke dir einige auch unter diesem Video. Lass einen Satz abspielen und sprich ihn dann nach. Achte dabei besonders auf den Sprachrhythmus, die Intonation und den Satzfluss. Sprachwissenschaftler haben nachgewiesen, dass diese Schattentechnik das Gehirn darin trainiert, direkt in der Zielsprache zu denken und zu antworten, da das Gehirn mit dem Satztempo mitgehen muss. Diese Technik eignet sich besonders gut, um das Denken auf Deutsch zu trainieren und auch ohne Übersetzungen schneller zu antworten. Und obendrein macht es auch noch Spaß, weil man schnelle Fortschritte merkt. Wir verwenden diese Methode übrigens auch in allen unseren Kursen auf unserem Deutschcampus. Also schau gerne auch hier mal vorbei. Den Link findest du auch unten. Perfektionismus kann dich oft dazu bringen, viel zu überlegen und dadurch wieder in die Übersetzung zu fallen. Tatsächlich hat die Sprachforschung herausgefunden, dass kleine Fehler oft gar nicht stören, wenn der Gedanke klar ausgedrückt ist.
Der Fokus sollte auf Kommunikation und nicht auf Perfektion liegen. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selbst sehr perfektionistisch. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Spanisch zu lernen, aber es hat mehr als 10 Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, mit Muttersprachlern auch wirklich Spanisch zu sprechen. Und warum? Weil ich Angst hatte, Fehler zu machen. Was im Nachhinein natürlich totaler Quatsch ist, und heute ärgere ich mich, dass ich das nicht schon viel früher verstanden habe. Es hätte mir viele Situationen erleichtert. Mach dir also klar, dass ein paar kleine Fehler niemanden stören und dass es in einem Gespräch viel wichtiger ist, natürlich zu sprechen und die Unterhaltung am Laufen zu halten. Mach dir keine Gedanken über 100% perfekte Grammatik oder Wortwahl. Es ist wichtiger, dass du dich flüssig ausdrückst und ohne Unterbrechungen sprichst. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, das Übersetzen loszulassen und fließender auf Deutsch zu sprechen. Je öfter du diese Übungen machst, desto natürlicher wird es für dich, direkt in der deutschen Sprache zu denken. Denk aber immer daran, Sprachenlernen ist ein Marathon, kein Sprint. Sei also geduldig mit dir selbst. Schreib mir gerne in die Kommentare, welchen Tipp du als erstes ausprobieren möchtest. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal.